Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und im heutigen Video lernst du, wie man mit verschiedenen Strategien und Techniken vom B-Niveau auf das C-Niveau kommt. Die kenne ich nicht nur durch meine jahrelange Erfahrung als Deutschdozentin, sondern weil ich selbst in 2 Fremdsprachen auf dem C-Niveau bin, in Englisch und in Spanisch. C-Niveau bedeutet, dass man längere Texte gesellschaftlicher Themen problemlos verstehen und sich zu diesem Thema äußern kann. Und zwar spontan, fließend und klar strukturiert. Das ist nicht so einfach, aber es ist definitiv machbar. Übrigens kommt bald mein Online-C-Kurs raus, in dem ich dich fit für das nächste Niveau mache. Trag dich schon mal in die Early Bird Liste ein und werde sofort informiert, wenn es losgeht. Der Link ist unter dem Video. Also, bist du bereit für das C-Niveau? Dann hör jetzt sehr gut zu. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet und langfristig speichert. Daher hier ein paar Fakten aus der Lernpsychologie. Es gibt ja beim Sprachenlernen 4 Fertigkeiten. Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Um auf das C-Niveau zu kommen, musst du alle 4 regelmäßig trainieren. Wie du an diesem Schaubild erkennen kannst, merken wir uns von dem, was wir nur lesen, lediglich 10% und von dem, was wir hören, nur 20%. Wie schafft man es aber, das Lesen und Hören so zu trainieren, dass wir effektiv lernen? Wir müssen versuchen, das Lesen und Hören zu kombinieren und diese Informationen dann selbst zu produzieren, also zu sagen und zu tun. So kommen wir nämlich auf die 90% des unteren Teils der Pyramide und das ist das Ziel. Und dafür gibt es großartige Möglichkeiten, die ich beim Sprachenlernen selbst erfolgreich angewendet habe. Ich habe mir geschriebene und nicht zu lange Texte herausgesucht, zu denen es eine Audioversion gab. Die habe ich mir durchgelesen und gleichzeitig angehört. Oft mehrmals, damit ich sie wirklich gut verstanden habe. Dann habe ich mir Notizen zu den wichtigsten Infos darin gemacht. Und jetzt kommt der Trick. Ich habe Fragen an den Text gestellt, was auch immer mir für Fragen eingefallen sind. Und die habe ich dann beantwortet. Und diese Antworten habe ich mündlich meinen Freunden, Kommilitonen oder auch mal meiner Mama gegeben. Ich habe also mein Wissen produktiv weitergegeben. Dann bleibt es dir im Gedächtnis. Weil man auf C-Niveau schon mit sehr anspruchsvollen Themen arbeiten muss, ist es nicht ganz einfach, gute Texte mit Audios zu finden. Die Recherche dauert auch einfach viel zu lange und die Qualität der Inhalte ist leider nicht immer die beste. Aber ich habe natürlich eine super Möglichkeit für dich, mit der du sofort das findest, wonach du suchst. Sie lautet Blinkist. Mit dieser App bekommst du die wichtigsten Informationen aus über 5000 Sachbüchern in jeweils 15 Minuten zusammengefasst. Und das auf dein Smartphone. Und zwar mit Texten zum Lesen und zum Anhören. Das, meine lieben Lerner, ist Qualität aus Deutschland. Ich lese fast keine Sachbücher mehr, außer natürlich Grammatikbücher. Ich hole mir mittlerweile alles über Blinkist, weil ich damit so viel Zeit spare und mir in kurzer Zeit so viel Wissen aneignen kann. Ein Buch muss ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen und meiner Meinung nach sollte jeder von euch einmal im Leben dieses Buch gelesen haben. Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Ohne dieses Buch würde ich nicht hier vor dieser Kamera stehen und für hunderttausende Menschen weltweit Videos drehen. Die Idee hinter dem Buch, dass man alles erreichen kann, wenn man sich ein klares Ziel setzt, auch das C-Niveau, ist einfach nur krass. Hol dir dieses Buch als Blink, vertrau mir. Du kannst die App 7 Tage lang kostenlos testen und bekommst als treuer Lerner von mir sogar 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist. Damit hast du unbegrenzten Zugang zu allen Blinks.
Nutze dafür den Link blinkist.com/linksteracademy. Du findest ihn natürlich auch in der Beschreibung unter dem Video. Das ist eine super Investition, um auf das C-Niveau zu kommen und gleichzeitig deine Allgemeinbildung zu verbessern. Jetzt hast du schon mal eine Strategie, mit der du dein Deutsch auf C-Niveau bringen kannst. Das ist aber noch nicht alles, denn die Welt des Sprachenlernens hat noch viel mehr zu bieten. Grundlegend ist immer, sich ein klares Ziel zu setzen. Brauchst du das C-Niveau für eine Prüfung? Dann studiere die Prüfung und bereite dich ganz speziell darauf vor. Brauchst du das C-Niveau, um in Deutschland zu arbeiten? Dann bewege dich im Kontext der deutschen Arbeitswelt. Erstelle dir zum Beispiel ein Konto auf Xing oder LinkedIn, um Kontakte zu knüpfen und die Sprache der Arbeitswelt zu lernen. Wichtig ist, dass du so gut wie möglich in die deutsche Sprache eintauchst, dass du jede Gelegenheit nutzt, um zu lernen und dich auszudrücken. Du musst es damit ernst meinen und nicht einmal pro Woche eine Stunde lernen und den Rest wieder in deiner Muttersprache leben. Das C-Niveau zu erreichen ist Arbeit, jeden Tag. Und wie ich vorher schon gesagt habe, musst du alle 4 Fertigkeiten parallel trainieren. Wenn du liest, schreibe dir neue Wörter auf, suche Synonyme dafür, schreibe einen Satz oder sogar einen kurzen Text dazu und wende das in der Realität an. Selbst wenn du im Spiegel mit dir sprichst, erinnere dich, wir merken uns 90% von dem, was wir selbst sagen und tun. Wenn du dir etwas anhörst, konzentriere dich nur darauf und versuche so viel wie möglich zu verstehen. Filme und Serien kannst du dir mehrmals anschauen, aber Fernsehen oder Radio nicht. Da musst du ganz Ohr sein, also zu 100% zuhören. Das ist eine optimale Möglichkeit, um dich auf eine Prüfung vorzubereiten. Und vergiss nicht, Fragen an diese Inhalte zu stellen und Antworten darauf zu geben. Teile dein Wissen, denn wenn du es anderen erklären kannst, dann hast du es auch selbst verstanden. Für das Schreiben hast du auch mehrere Möglichkeiten. Ich möchte dir meine besten Tipps geben. Schreibe deutsche Texte ab. So übst du den komplexen Satzbau und fehlerfreies Schreiben. Dann, und das ist super wichtig, schreibe E-Mails an öffentliche Einrichtungen, Universitäten, Ämter, Firmen und so weiter und stelle ihnen Fragen, denn dann bekommst du Antworten auf Deutsch und zwar kostenlos. Und aus diesen Antworten suchst du dir die Phrasen und Redemittel heraus, die du wichtig findest und benutzt sie in deinen eigenen Mails. Und zu guter Letzt, schreibe ein Tagebuch. Das kann ein Lerntagebuch sein, ein ganz privates Tagebuch über deine Gefühle oder du schreibst über das, was dich in diesem Moment interessiert. Aber schreibe, und zwar jeden Tag, auch wenn es nur 3 Sätze sind. Schreiben ist schwierig, das muss man üben und zwar regelmäßig. Ich habe im Studium jahrelang dafür gebraucht, das ist ganz normal, aber irgendwo musst du anfangen. Eine Professorin hat mal zu mir gesagt, drücken Sie sich einfach und verständlich aus. Es hilft niemandem, wenn Sie komplex und mit Fremdwörtern schreiben wollen, aber gar keine Ahnung davon haben. Nimm dir Google Translate zur Hilfe, wenn du nicht weiterkommst. Wenn du die Möglichkeit hast, lass dich von anderen korrigieren. Das Allerwichtigste ist, und damit meine ich alle 4 Fertigkeiten. Gib nicht auf, bis du eine Lösung für dein Problem gefunden hast. Niemals! Zum Abschluss kommen wir noch zu der Fertigkeit Sprechen. Wenn du in Deutschland bist, such dir Muttersprachler und baue dir einen Freundes- oder Bekanntenkreis auf. Wenn du gerne Sport machst, tritt einem Verein bei. Ich war damals neu in meinem Tennisclub und nach einem halben Jahr hatte ich viele neue Bekannte, mit denen ich spielen und Zeit verbringen konnte. Das geht natürlich auch mit anderen Hobbys, denn die verbinden Menschen miteinander. Als ich damals in Spanien und England gewohnt habe, hatte ich fast nur Kontakt zu Muttersprachlern dort. Ich hatte zwar deutsche Freunde, aber ich habe immer versucht, nicht zu viel Zeit mit ihnen zu verbringen.
denn ich wollte ja die Sprache lernen. Also, such dir Leute zum Sprechen, nimm an Aktivitäten teil, sei aktiv. Das geht natürlich auch über das Internet, zum Beispiel in Lerngruppen, bei Facebook oder mit einem Tandempartner. Bitte die Menschen darum, dich zu korrigieren, denn am meisten lernst du aus deinen Fehlern. Wenn du jedoch wirklich absolut keine Möglichkeit hast, mit anderen zu sprechen, dann kannst du auch Texte laut vorlesen, sie mit deinem Handy aufnehmen und dann anhören. Das funktioniert zum Beispiel ganz gut mit Interviews aus der Zeitung. So kannst du ein richtiges Gespräch mit dir selbst simulieren. Und noch ein letzter, aber nicht weniger wichtiger Tipp von mir. Vergleiche dich nie mit anderen. Denn in unserem Kopf sind andere irgendwie immer besser, obwohl das meistens gar nicht stimmt. Jeder hat Stärken und Schwächen, das ist ganz normal. Vergleiche dich nur mit dir selbst in der Vergangenheit und hab keine Angst, du kannst es auf jeden Fall schaffen. Andere haben es auch geschafft, warum du dann nicht auch? Sieh nicht diesen riesigen Berg vor dir, sondern die kleinen Schritte, die du jeden Tag gehen kannst. So kommst du auf das C-Niveau. Also, hol dir deine kostenlose Probewoche bei Blinkist über den Link in der Beschreibung unter dem Video, um die wichtigsten Inhalte tausender Sachbücher in 15 Minuten zu lernen und damit dein Deutsch zu verbessern. Ich drück dir dabei alle meine Daumen und sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.